Hallo, Servus, grüß euch. In diesem Video, möchte ich euch erzählen, wie mir ein gebrochenes Herz dabei behilflich war, einen positiven Zugang zu den Elektromotorrädern zu finden. Alright. Natürlich gibt es zu Beginn meines Videos, wie es ja quasi die Tradition verlangt, einen Hinweis, was dieses Video nicht ist. Dieses Video ist kein Harley-Davidson Livewire Testbericht. Wenn ihr euch für einen Testbericht interessiert, dann kann ich euch das Video ans Herz legen, das mein Chef gemacht hat für 1000 PS. Da werden, glaube ich, alle Fragen beantwortet, die man so haben könnte rund um die Livewire. Der Link, der ist in der Beschreibung. Also wenn ihr Motorrad-Infos und Testeindrücke braucht, dann zieht euch am besten dieses Video rein und nicht dieses hier. Dankeschön. Im Idealfall haben es ein paar von euch schon mitbekommen. Ich hatte eine vollelektrische Harley-Davidson Livewire zur Verfügung für ein paar Tage und habe damit mein gewöhnliches Programm durchgezogen, meine Moto-Selfies und mein Onboard-Video. Gleichzeitig war das aber für mich sicherlich das spannendste Testobjekt, das ich jemals bewegen durfte. Bei den meisten Motorrädern ist zwar natürlich auch eine Vorfreude vorhanden, aber da geht es mir eigentlich darum, dass ich damit meine Inhalte kreiere und daran einen Spaß habe und weniger darum, dieses Motorrad jetzt, sage ich mal, aus journalistischer Sicht zu testen. Das interessiert mich nämlich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich das als eine relativ unoriginelle und langweilige Tätigkeit empfinde. Die Elektro-Harley nämlich war das erste Elektromotorrad überhaupt, das ich in meinem Leben bewegen durfte. Und insofern war ich im Vorfeld wahnsinnig gespannt darauf, wie es mir ganz allgemein mit dieser Thematik Elektromotorrad ergehen wird. Uns wird es ja als eine Alternative zum Verbrennungsmotor, den es halt nicht mehr ewig lang geben wird, wird uns das als eine solche Alternative präsentiert. Und ich als leidenschaftlicher Motorradfahrer möchte natürlich wissen, ob das für mich auch eine Alternative darstellen könnte. Also die Frage war oder ist, ganz salopp gesagt, kann ich was mit Elektromotorrädern anfangen? Und ich habe jetzt auch eine Antwort für mich gefunden und genau die möchte ich mit euch in diesem Video teilen. Was sicher ein entscheidender Faktor war für mich in meiner Zugangsfindung, ist jener Umstand, dass ich vor meinem Livewire-Test relativ lange für meine Begriffe, sprich länger als einen Monat, nicht mehr Motorrad gefahren bin. Und das heißt, als ich jetzt die Livewire vom wunderschönen Zündwerk in Niederösterreich abgeholt habe, da bin ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf einem Zweirad mit Motor gesessen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob man im Falle, doch, sagt man auch Elektromotor. Motor ist Motor und das hat nichts mit Verbrennung zu tun, oder? Also ausgefasst habe ich die Maschine bei ganz schlechtem Wetter und ich musste dann aber trotzdem nach kürzester Zeit feststellen, dass mir das wirklich eine große Freude bereitet. Also ganz prinzipiell, es war an der Fahrerei selbst nichts ungewöhnlich im negativen Sinn. Ich habe einfach gemerkt, das Ding funktioniert gut, es beschleunigt abartig und es lässt sich eigentlich auch sehr, sehr gut bewegen. Prinzipiell hatte ich während meiner 10-tägigen Testzeit nicht besonders großes Glück mit dem Wetter. Das heißt, ich musste mehrmals ausrücken, immer dann, wenn es kurz aufgehört hat zu regnen und die Temperaturen ein bisschen höher als 5 Grad waren. Aber ich habe dann einfach im Laufe einer Woche so meine Video- und Fotofahrten absolviert und musste abschließend für mich feststellen, dass ich von dem gesamten Drum bzw. auch von dem Erlebnis Elektromotorrad sehr, sehr angetan war. Ja, und worüber ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, was sich nämlich auch während dieser Zeit des Tests, also ungefähr,
abgespielt hat bei mir oder vielmehr in mir und was natürlich dann auch jetzt den Titel des Videos erklärt, ist Folgendes. Zu dieser Zeit, Anfang Oktober 2020, habe ich es leider mal wieder geschafft, mir das Herz brechen zu lassen. Diesmal habe ich es mir wirklich brechen lassen, also es war nicht meine eigene Schuld oder meine eigene Torheit, die dazu geführt hat, sondern ja, ich bin relativ negativ überrascht worden und hatte daran oder damit sehr, sehr stark zu kämpfen. Also kurz gesagt, mir ist es emotional betrachtet, gefühlstechnisch richtig scheiße gegangen damals. Und da war natürlich die Fahrt mit der Livewire eine sehr, sehr willkommene Ablenkung. Also unabhängig davon, was das jetzt ist oder was da dahinter steckt. Das Spannende war aber, dass ich es irgendwie geschafft habe, in meinem Kummer und in meinem Schmerz eine etwas absurde oder vielleicht auch nicht absurde, das müsst ihr mir dann in den Kommentaren erklären, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt, Analogie zu finden oder eine Parallele zu finden zwischen dem Thema Liebe und Beziehung und dem Thema Elektromotorrad. Ich bin nämlich zu Hause gesessen, habe eigentlich gar keine besonders große Lust mehr aufs Leben gehabt, so im Sinne von, wozu soll ich in der Früh aufstehen. Ja, habe mich sozusagen selber im Kummer ertränkt und da ist dann natürlich das passiert, was man, glaube ich, sehr oft macht, wenn eine Verbindung mit oder zu einem Menschen irgendwie abbricht und verloren geht. Man fängt dann auch an, unweigerlich Vergleiche aufzustellen zu anderen Verbindungen oder Beziehungen, die man vielleicht gehabt hat. Und natürlich kommt man dann in diesem großen Schmerz und dem Kummer drauf, dass die Person, die man verloren hat, unvergleichbar war und so eine, die findet man nie wieder. Und obwohl ich jetzt an der Stelle dazu sagen muss, dass ganz nüchtern betrachtet, das in meinem Fall vermutlich auch stimmt. Also die Wahrscheinlichkeit, einen solchen Menschen mit ihren Eigenheiten, also eine solche Frau mit ihren Eigenheiten und sage ich mal Spezialitäten wiederzufinden, die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Also ich glaube, es ist wahrscheinlicher, beim Scheißen vom Blitz getroffen zu werden, ganz ehrlich. Aber ich habe dann glücklicherweise trotzdem erkannt, nach einer gewissen Zeit, dass dieses Vergleichen für die mentale Gesundheit wirklich nicht förderlich ist. Ganz prinzipiell in vielen Angelegenheiten des Lebens, vor allem die irgendwo einen selbst, Persönlichkeit bzw. auch Persönliches betreffen, ist der Vergleich etwas ziemlich Fatales. Also sich mit anderen Menschen zu vergleichen oder andere Menschen mit anderen Menschen zu vergleichen, ist sehr, sehr oft keine gute Idee. Schlussendlich ist der Schmerz dann besser oder weniger stark geworden, als ich mich einfach selber davon überzeugt habe, okay, auf diese Art und Weise werde ich nicht mehr so glücklich werden, wie ich es hätte sein können oder wollen, zumindest in meiner Vorstellung. Aber ich habe einsehen müssen oder Gott sei Dank einsehen dürfen, dass ich mit einem anderen Menschen ganz sicher auch glücklich werden kann. Vor allem, jetzt hat der Jonky seine Maske verloren, naja gut, da bist du sicher negativ getestet worden. Vor allem, weil ich ja dann auch in Therapieeinheiten und wahnsinnig viel Gesprächen mit Familie und Freunden zum Schluss gekommen bin, dass ich ja selbst für mein Glück verantwortlich bin und ich das nicht von einer anderen Person abhängig machen darf, weil das ist eine fatale Idee, weil wenn man das persönliche Glück von einer anderen Person abhängig macht, dann kann man sehr, sehr hart auf der Fresse landen, bildlich gesprochen, weil wenn die Person weg ist, ist das Glück auch weg und das ist nicht so gut. Ja, genug des Gefühlsexkurses an dieser Stelle. Ich komme jetzt wieder zurück zum Thema Elektromotorrad, keine Angst. Mir ist nämlich aufgefallen, das habe ich anfangs erwähnt, dass mir diese Livewire wirklich, wirklich viel Freude bereitet hat. Und das war insbesondere so lange der Fall,
bis ich dann wieder unmittelbar darauf auf einem Motorrad mit Verbrennungsmotor gesessen bin. Weil als das der Fall war, musste ich dann natürlich unweigerlich einsehen, es gibt nichts Leibenderes, es gibt nichts Geileres auf dieser Welt im Sinne von der adrenalinverknüpften Mobilität als ein Zweirad mit einem klassischen Verbrennungsmotor. Und es ist für mich auch klar, ähnlich wie das mit dem Menschen ist, der mich abgewiesen hat, auf diese Art und Weise ja, kann mich nichts glücklicher machen. Im Sinne von hier jetzt beim Motor, beim Motorrad, auf der emotionalen Ebene wird mich niemals etwas mehr glücklicher machen können als ein Verbrennungsmotor. Das ist einfach so. Und das ist mir sozusagen wieder in den Kopf geschossen, wo ich dann das erste Mal auf einer Maschine mit Verbrenner gesessen bin. Das war dann noch dazu eine BMW, fällt mir der Name nicht ein, eine BMW R18 mit einem mördermächtigen Verbrennungsmotor, die natürlich dieses Bewusstsein für diese Tatsache, sage ich mal, einem am deutlichsten oder einem am deutlichsten sozusagen ins Gesicht, in die Ohren und ja, in den ganzen Körper drückt. Und dann musste ich aber zurückdenken an meine selbstheilende Erkenntnis, an diese Beziehungs-Liebeskiste, dass ja, es irgendwo an mir selbst liegt, mit etwas glücklich zu sein, dass es auch irgendwie an mir selbst liegt, an einer Offenheit, die ich mir behalte, damit ich sozusagen ja, mich nicht anderen Wegen des Glücks und der Freude sozusagen versperre. Da ist mir nämlich bewusst geworden, dass ein Elektromotorrad absolut großartig ist, solange man es nicht mit den klassischen Verbrennern vergleicht. Und bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein Vorwurf gegen Leute, die Verbrenner mit Elektromotorrädern vergleichen. Ich meine, das liegt irgendwo auf der Hand, dass man das tut und das soll man auch machen. Mir ist einfach aufgefallen, dass diese unglaubliche Emotionalität, die diese Motoren auslösen, dass die einem durchaus im Weg stehen könnte, dass man sich das Thema Elektro einmal ja, sozusagen mit wirklich offenen Ohren und offener Gashand anschaut. Ich konnte nämlich tatsächlich in 10 Tagen Elektromotorrad positive Seiten daran feststellen, die mir ein Verbrenner ganz einfach nicht bieten kann. Die ganz einfach, also Dinge, Aspekte, die ein Elektromotorrad tatsächlich besser oder interessanter macht, als es ein klassisches Motorrad ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich sogar noch mehr positive Aspekte am Elektromotorrad finden könnte, wenn ich mehr Zeit mit einem verbringen würde, beziehungsweise besseres Wetter bei meinen Probefahrten hätte. Aber die folgenden Dinge sind mir ja, irgendwie sofort klar geworden. Und das sind eben auch diese positiven Aspekte, die zunächst durch den Verbrennungsmotor und durch das emotionale Erlebnis gleich wieder irgendwie aus meinem Hirn verdrängt worden sind. Aber glücklicherweise konnte ich sie dann doch noch abrufen, damit ich auch euch jetzt davon erzählen kann. Ihr wisst ja, ich mache meine Onboard-Videos und bei meinen Onboard-Videos, da muss ich auf meinen so Haus- und Teststrecken ein paar Mal auf- und abfahren. Und das ist mir besonders mit lauten Motorrädern mittlerweile schon sehr, sehr unangenehm. Weil wenn ich so ein Onboard-Video mache, dann möchte ich da auch ordentliche Drehzahl fahren, da möchte ich sozusagen diesen Motor in seinem Spektrum nutzen und das verursacht ja, halt einmal Lärm. Und für uns ist das Musik, aber für die meisten anderen Unbeteiligten und Nicht-Eingeweihten ist es einfach Krach, der richtig unangenehm ist und das kann ich auch bestens nachvollziehen. Und jetzt fahre ich da mit meiner Elektro-Harley auf und ab und auf einmal fällt mir auf, dass ich nicht diesen Zwang habe, meine Probefahrt oder meine Videofahrt dann nach 2 Auf- und Abfahrten zu beenden, damit ich niemanden am Arsch gehe, sondern dass ich da jetzt eigentlich mit dem reinsten Gewissen meine Kilometer abspule.
Und allein diese Erkenntnis, das war für mich unglaublich positiv, ganz einfach. Ich falle anderen Menschen nicht gern zur Last. Und das Elektromotorrad ist nun mal für die unbeteiligten Zuhörerinnen und Zuhörer sicher eine niedrigere Belastung. Und es stinkt auch nicht. Denn ja, für die Unbeteiligten ist der Abgasgeruch kein olfaktorisches Gedicht, so wie es für mich ist. Ja, also wenn ich zum Beispiel einen alten Zweitakter rieche, jetzt verabschiedet sich mein Product Placement auch noch, das ist natürlich ungünstig, wurscht, ich habe das schon gesehen. Das ist kein olfaktorischer Genuss für diese Unbeteiligten, also denen geht da nicht einer ab, wenn sie so einen alten Zweitakter riechen, sondern für die ist das Gestank, der unangenehm ist. Und auch das fällt mit dem Elektromotorrad weg. Dann natürlich, abgesehen davon, dass sich diese Livewire prinzipiell wirklich sehr, sehr gut fahren lässt, dass die sehr, sehr gut bremst, dass auch das Handling schwer in Ordnung ist, die Beschleunigung, also das Erlebnis, wenn dieses Ding von 0 bis, kann man sagen, 150 so dermaßen abnormal anreißt, ja, das ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Also um da mithalten zu können, braucht man wirklich ein unfassbar starkes Motorrad, aber vor allem auf eine gewisse Art und Weise kann ein Verbrenner da gar nicht mithalten, weil der Elektromotor halt das Drehmoment von Sekunde 0 an liefert. Und zwar voll. Und das ist etwas, das muss man erlebt, das muss man gespürt haben. Das ist mit einer Benzinerbeschleunigung einfach nicht vergleichbar. Und noch ein weiterer Aspekt, der für mich tatsächlich unerwartet war, ist, ich habe durch dieses leise, durch dieses vibrationsfreie, hatte ich tatsächlich eine bessere Verbindung zur Straße. Also ich habe besser als auf fast allen anderen Motorrädern mit dieser Harley, das liegt natürlich auch an ihrem sportlichen Fahrwerk, den Asphalt unter mir gespürt. Also ich habe mich bei meiner Fahrerei wahnsinnig wohl, weil sicher gefühlt. Und das ist zum Beispiel etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Aber es war der Fall. Es war mit diesem Ding um die Kurven wetzen, hat so dermaßen viel Spaß gemacht, weil ich so ein unglaubliches Feedback bekommen habe. Und wie gesagt, das liefert mir ein Sportmotorrad auch. Aber trotzdem steht mir da der ganze Wirbel, den das Ding macht, schon ein bisschen im Weg scheinbar. Ja, also an dieser Stelle kann ich eigentlich abschließend sagen, ich habe für mich herausgefunden, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nur in der Stadt fahren würde, also so ein Stadtpendler wäre, oder wenn ich ein Hausstreckenheizer wäre, dann wäre ich mit einem Elektromotorrad absolut überglücklich, weil genau diese zwei Sachen kann man damit schon jetzt perfekt machen. Blöderweise bin ich halt ein Tourenfahrer und das heißt, ich fahre gern weit. Und das geht mit dem Elektromotorrad natürlich nicht. Und gleichzeitig verdiene ich blöderweise auch relativ wenig Geld. Der Preis von einer Livewire, ja, das sind Sphären, in die werde ich mich in diesem Leben finanziell betrachtet einfach nicht mehr bewegen. Und natürlich würde ich niemals so viel Kohle für ein Fahrzeug ausgeben, das mich im Normalbetrieb, weiß ich nicht, 150 Kilometer weit bringt und ich dann wieder 10 Stunden warten muss, bis ich weiterfahren kann. Also mit einer normalen Steckdose. Ja, aber gleichzeitig wissen wir halt nicht, was die Zukunft bringt und was da noch auf uns zukommt. Aber ich habe jetzt ganz einfach gelernt, dass ich, egal was da daherkommt, ich das unvoreingenommen und eben auch nicht vergleichend austesten werde. Dass ich das sozusagen mit offenen Armen empfange und mir das ganz einfach einmal anschaue. Und bitte, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, den Umweltaspekt, den habe ich ganz bewusst weggelassen, weil ich mit meinem Wissensstand bin nicht in der Lage dazu zu beurteilen, ob jetzt ein Verbrennungsmotor oder ein Elektromotor besser für die Umwelt ist. Ich meine, emissionstechnisch ist klar, was besser ist, aber ja,
Wir wissen, dass diese Herstellung von diesen Akkus umwelttechnisch sehr problematisch ist und wir wissen auch, dass die Endlagerung von diesen alten Akkus genauso problematisch ist und wir wissen eigentlich nicht, wohin damit. Aber ich habe hier nicht genug Wissen, um das irgendwie beurteilen zu können. Also über diesen Aspekt habe ich jetzt bewusst nicht gesprochen und über diesen Aspekt möchte ich mit euch auch, oder was heißt möchte ich, werde ich mit euch keine Diskussionen führen, weil dazu fehlt mir ganz einfach der notwendige Background, um hier sinnvoll diskutieren zu können. Also, solltet ihr die Möglichkeit haben, ein Elektromotorrad auszuprobieren und vor allem dann, wenn ihr dem noch dazu negativ gegenüber eingestellt seid, dann würde ich euch wirklich ans Herz legen, der Thematik eine Chance zu geben. Und zwar so, dass ihr versucht, nicht ständig den Vergleich mit den Verbrennern herzustellen. Am besten ihr setzt euch drauf und tut so, als ob ihr noch nie mit einem Motorrad gefahren wärt vorher. Ja, ich hoffe, das war für den einen oder anderen von euch interessant. Und an dieser Stelle sage ich einmal Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich sage noch einmal Danke ans Zündwerk, das mir diese Livewire sozusagen vermittelt hat. Und ich sage auch Danke an 1000 PS, meinen Arbeitgeber, der es mir erlaubt hat, diese schönen Aufnahmen, Videoaufnahmen von der Livewire hier zu verwenden, weil ich selber aufgrund des schlechten Wetters nicht die Möglichkeit hatte, solche Aufnahmen zu produzieren. Ja, also lasst die Diskussion in den Kommentaren beginnen. Macht's es gut, pfiat euch, Speed safe.